Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es ganz gut. Heute sprechen wir über die Abgänge des 1. FC Magdeburg und wie es denn aktuell bei ihnen läuft. Lasst dafür gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr supporten. Ab 99 Cent könnt ihr Mitglied werden für zusätzlichen Support und damit viel Spaß beim Video. Im Sommer hatten 9 Profis den 1. FC Magdeburg verlassen. 8 davon fanden neue Vereine. Ich zeige, welche Wechsel bislang aufgingen und wer bis jetzt enttäuschte. Und damit machen wir es ganz kurz. Wir reden natürlich über alle, die diese Saison gegangen sind, beziehungsweise letzte Saison, so kann man es eher sagen. Und einen, der natürlich keinen Verein gefunden hat, wer das sein wird, sehen wir am Ende. Fangen wir direkt an mit Julian Pollersbeck, der Torhüter. Nach einem solchen Jahr voller Verletzungen und ohne Pflichtspieleinsatz zog es den Keeper zu Aufsteiger Regensburg. Dort ist Julian Pollersbeck zwar verletzungsfrei, sportlich hat sich für ihn aber wenig geändert. Beim Schlusslicht der Tabelle ist er erneut nur Reservist und kommt nicht an Stammkeeper Felix Gebhardt vorbei. Auch ein Trainerwechsel von Joe Ennox zu Andreas Patz verändert seine Situation nicht. Auch bei der Niederlage gegen den FCM saß er nur auf der Bank. Ja, für Pollersbeck immer noch eine schwierige Situation. Ich fand immer, dass er ein sehr, sehr routinierter Torhüter war, der für mich eigentlich Startelf-Potenzial hatte. Jedoch, als man ihn dann in Tests gesehen hat, hat er sich auch verletzt. Fand ich ihn dann im Endeffekt doch gar nicht so gut. Konnte sich gegen Reimann gar nicht annähernd durchsetzen, was natürlich komplett gegen ihn gesprochen hat. Gleiches gilt natürlich für diese Saison. Hat sich am Anfang der Vorbereitung auch wieder leicht verletzt gehabt. Dadurch hatte er kaum Chance, direkt in den Kampf gegen Gebhardt reinzugehen. Und hat dadurch auch automatisch dann das Duell direkt verloren an der Stelle, wo er eigentlich nicht wirklich viel dafür konnte. Und Gebhardt macht es auch bis jetzt gut. Damit kommen wir als nächstes zu Jamie Leverance. Der 2,1 m große Verteidiger ist Mr. 100% in Tirol. Denn Jamie Leverance verpasste in der Saison der österreichischen Bundesliga tatsächlich noch keine einzige Spielminute. In seinen 16 Einsätzen gelang ihm auch ein Tor für den Tabellen-9. von 12 Mannschaften. Auch wenn es sportlich für die WSG nur schleppend läuft, ging der ablösefreie Transfer für Leverance persönlich voll auf. Nach einem schweren Jahr beim FCM kommt das Abwehrtalent nun regelmäßig zum Einsatz und kann sich präsentieren. Das freut mich für ihn persönlich absolut. Ich mag ihn als Typen, er ist ein unglaublich potenzieller, starker Verteidiger. Das hat er auch manchmal bei uns gezeigt, bloß war die Fehlerquote viel zu groß. Und leider hat er auch zu oft dann einfach mal blöd reingegrätscht, hat eine unnötige gelbe-rote bekommen oder auch gelb-rote, wodurch er sein Potenzial leider überhaupt nicht ausschöpfen konnte, was mir für ihn persönlich sehr leid tat, denn ich fand ihn eigentlich immer grundsolide auf jeden Fall. Aber es freut mich, wie gesagt, für ihn, dass er jetzt seinen Weg findet und hoffentlich auch noch eine große Karriere vor sich hat, denn er ist ja natürlich noch ein sehr, sehr junger Mann. Weiter geht es mit Leon Berbel. Sein Transfer kam sehr, sehr plötzlich und unerwartet, denn nach einem katastrophalen Saisonstart verlor Leon Berbel seinen Stammplatz beim Zweitligisten aus Niedersachsen. Holte sich diesen aber wieder. Die Eintracht findet nicht so richtig in die Saison und kämpft gegen den Abstieg, so wie eigentlich immer. Nachdem sich Leon Berbel im Sommer beim FCM verpokert hatte, nimmt er in Braunschweig einen neuen Anlauf. Sein Ziel, er will in Kameruns Nationalteam. Zu Magdeburger Zeiten war er bereits einmal nominiert worden. Seine bislang knapp 900 Einsatzminuten ohne Torbeteiligung dürften dafür aber noch zu wenig sein. Und ja, das stimmt 100%. In Magdeburg wurde er tatsächlich auch grundsätzlich offensiver eingesetzt. Ich fand ihn in der Defensive immer nicht so gut.
Deswegen auf der linken Schiene hat er wirklich einen guten Job gemacht. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Das hat er jetzt aber nicht in Braunschweig. Er spielt ein anderes System. Das ist für ihn nicht so gut wie das in Magdeburg. Für mich wäre er auch jetzt aktuell kein Stammspieler mehr. Das hat er wenigstens in Braunschweig mittlerweile. Und deswegen den Abgang finde ich persönlich gar nicht schlimm. Und gönne es ihm aber auch, dass er in Braunschweig jetzt sich den Stammplatz holt. Und ich hoffe, dass natürlich Braunschweig nicht absteigt. Und damit gehen wir schon zu Daniel Erfati. Für mich der unsympathischste Spieler von den ganzen hier. Er kam sehr, sehr unsympathisch rüber bei dem Wechsel, musste man sagen. Für ihn war es eine Erlösung, endlich vom FCM weg zu sein. Aber beim großen HSV setzte sich Daniel Erfati auf Anhieb durch und holte sich einen Stammplatz. Zwar läuft es sportlich für den Top-Aufstiegskandidaten nur durchwachsen, der Ex-Magdeburger darf sich aber als klarer Gewinner fühlen. 15 Einsätze in der Startelf, dazu 2 Tore und 3 Vorlagen. Das ist sehr, sehr ordentlich für einen Verteidiger. Mit seinen auffälligen Leistungen hat sich der Libyer sogar in den Fokus gleich mehrerer Bundesligisten gespielt. Ein kleiner Dämpfer war seine gelb-rote Karte, die ihn vorzeitig in die Winterpause schickte. Ja, was will ich noch über Daniel Erfati sagen? Grundsätzlich gar nicht so viel. Denn ich persönlich finde ihn, wie gesagt, sehr unsympathisch. Ich mag ihn nicht als Typen her. Das hat er mir auch schon letzte Saison gezeigt. Da hat er auch nur noch schleppend gute Leistungen gebracht. Für mich wurde er perfekt ersetzt durch Mathisen und Hugonet, die ich persönlich auch nochmal vom FCM-Stand her besser finde. Ganz klar, für mich ist Daniel Erfati aktuell der beste HSV-Spieler mit und macht es da echt gut. Und er wird sehr sicher in der nächsten Saison, egal wie, Bundesliga spielen. Dann haben wir Amara Condé. Sein Wechsel kam sehr überraschend. Der Ex-Kapitän des FCM brauchte nach seinem Wechsel viel Geduld. Mehr als einen Monat fiel er verletzt aus, bevor er Ende September endlich debütieren konnte. Zeitweise war Amara Condé bei Trainer Robin van Persie gesetzt im defensiven Mittelfeld. Allerdings verlor er seinen Stammplatz wieder und saß beim SC zuletzt regelmäßig nur auf der Bank. Auch das Marktwert-Update sprach nicht unbedingt für ihn, denn da blieb er auf seinem Marktwert stecken. Für mich ein Spieler, der jetzt aktuell im System wieder gut aufblühen könnte unter Tietz, weil uns der klassische zentrale Mittelfeldspieler aktuell fehlt. Und ich will auch unbedingt mal wieder einen haben, der zentral gut aufspielen kann. Amara hatte zwar seine Fehler, hat es aber immer grundsolide gemacht und hat natürlich auch noch relativ, wenigstens noch ein kleines Potenzial, was er mitbringt. Und deswegen hätte ich ihn auch gerne weiter in Magdeburg gesehen. Für mich hat er einen unglaublichen Stellenwert in Magdeburg. Ich habe ihn unglaublich gemocht. Ich glaube, wie jeder andere auch. Unglaublicher, sympathischer Typ, der uns definitiv fehlt in Magdeburg. Nur von der Sympathie her hundertprozentig. Sehr, sehr schade, dass er gegangen ist. Jedoch machen wir weiter, nämlich mit Jona Fabisch. Beim 1. FC Magdeburg kam das Mittelfeldtalent im Vorjahr nicht zum Zug. Darum wechselte Jona Fabisch eine Liga tiefer. Das Zwischenfazit fällt durchaus überraschend aus. Auch in Aue ist Fabisch nur Reservist. Seine 53 Minuten verteilten sich auf 5 Kurzeinsätze. Sportlich spielt der technisch starke Mittelfeldmann bei den Sachsen also keine Rolle. An seinen Konkurrenten Mirnes Pepic und Ali Lune, irgendwie so, kam der 23-Jährige bislang nicht vorbei. Auch ein Trainerwechsel änderte daran nichts. Tut mir leid für die Aussprache, gerade ein bisschen reingekackt. Ja, was will man noch so zu Jona Fabisch sagen? Für mich ein Spieler, dem ich sehr viel zugetraut habe. So ein Spielertyp wie El Zain auch. Dem habe ich auch sehr viel zugetraut. Der hat sich definitiv bis jetzt viel besser geschlagen als Jona Fabisch und wird sich noch definitiv gut schlagen. Ich finde es schade, dass er jetzt gar nichts mehr leistet. Ich fand ihn bei Hamburg 2 als sehr, sehr guten Kapitän. Jetzt kommt zu wenig Leistung. Und
ja, wird dann sehr wahrscheinlich auch nicht weiter in der dritten Liga mithalten können, leider. Was mir wirklich leid tut für ihn. Aber damit kommen wir zu Luca Schuler. Der zweitunsympathischste auf dieser Liste, würde ich sagen. Durchaus angriffslustig wechselte Luca Schuler im Sommer vom FCM nach Berlin, wo er sich durchsetzen und den Bundesliga-Aufstieg in Angriff nehmen wollte. Gelungen ist ihm das bislang nicht. Trotz des Weggangs von Zweitligatorschützenkönig Haris Tabakovic, der in Berlin nicht ersetzt wurde, kommt Schuler nur auf 3 Saisontore in 13 Partien, bei denen er nur 5-mal zur Startelf gehörte. Zwar traf er ausgerechnet beim Ex-Club in Magdeburg, doch läuft es für ihn nicht rund bei der Hertha, die aktuell nicht zur Spitzengruppe der zweiten Bundesliga zählt. Es ist viel Luft nach oben bei Spieler und Verein. Und ja, ich persönlich bin sehr, sehr kritisch davon ausgegangen. Ich finde es unglaublich schrecklich, dass er gegen uns ausgerechnet getroffen hat. Finde es auch sehr, sehr schön, dass es nicht läuft bei ihm. Ich mag die Hertha. Grundsätzlich. Er ist mir der unsympathischste Spieler da. Ich bin großer Fan von Fabi Rehse. Er ist für mich grundsätzlich nur jemand mit einer großen Fresse, der nicht so viel Leistung bringt. Das bestätigt sich auch mal wieder in dieser Saison, dass es nicht unbedingt am 1. FC Magdeburg letzte Saison lag, sondern auch an ihm. Und damit kommen wir zum letzten, nämlich dem vereinslosen Spieler noch aktuell. Und das ist Lucas Seniors. Ja, mit einer schweren Verletzung verabschiedete sich der Niederländer aus Magdeburg und hat bislang keinen neuen Verein gefunden. Entsprechend ist unklar, wie, wann und wo Luc Cassignon seine Karriere fortsetzen wird oder ob er sie überhaupt fortsetzen wird. Ich fand ihn immer sehr interessant, vor allem sein Treffer gegen Hannover war unglaublich. Bei 10.000 Magdeburgern so zu treffen, das war ein emotionaler Wert, hat er auch das Logo gezeigt. Finde ich sehr, sehr schade, dass es bei ihm nicht läuft. Ich wünsche ihm nochmal eine Station, aber damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit, ciao Leute und natürlich bis zum nächsten Mal.